geht darum, dass Wohnen ein Grundrecht ist und dass dieses Grundrecht gerade nicht mehr gewährleistet ist. Wohnen ist hier gerade ein sehr exklusives Gut. Take back the city und wir geben den Menschen jetzt ihr Recht. Keine Profite mit der Miete. Wenn wir jetzt anfangen zu vergesellschaften, ist es noch nicht erwiesen, dass es damit besser geht. Dieser Beweis ist einfach nicht geführt. Und nicht eine Wohnung nachher mehr vorhanden wäre als vorher. Die Wohnungsfrage. Wenn ich abends an solchen schicken neuen Gebäuden vorbeilaufe und sehe, dass da ziemlich viele Fenster, ehrlich gesagt, dunkel sind, frage ich mich manchmal, wohnt da überhaupt jemand drin? Offiziell bekomme ich dazu keine Auskunft, aber unten im Haus ist ein Kiosk. Vielleicht können die mir ja was sagen. Hi, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, wie viele Wohnungen hier in diesem Gebäude eigentlich leer stehen? So ungefähr 30% von Wohnungen sind leer. Sind echt leer? Leer, genau. Weil viele Leute, die kaufen die Wohnung und dann die warten einfach ein paar Jahre, zum Beispiel nach 4 Jahren oder 5 Jahre später zu verkaufen. Und die teilweise von Eigentümern, die sind überhaupt nicht in Deutschland, die sind in Asien und so weiter. Und wegen anderer Sache, die wichtige Sache ist wegen Miete. Das ist 2,5 Zimmerwohnung, sagen wir 2.800 € Warmmiete. Dabei war das hier früher mal ein Arbeiterviertel mit günstigen Wohnungen. Heute ist das Europaviertel das neueste Viertel Frankfurts und eines der teuersten. Ich bin gerade auf Wohnungssuche in Frankfurt und merke jeden Tag, wie schwer es ist, überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und dieser Wohnungsmarkt ist so angespannt, dass sich damit einfach total viel Geld verdienen lässt, auf Kosten von Leuten, die dann keine gute Wohnung finden. Finde ich ziemlich unfair. In Berlin wird deswegen gefordert, große Wohnungskonzerne zu enteignen. Und ich frage mich, können Enteignungen wirklich unsere Wohnungskrise lösen? Wohnungsnot in den Städten war in Deutschland eigentlich schon immer ein Thema. Und um diese Not zu bekämpfen, gab es ganz unterschiedliche Ansätze in der Geschichte. In der DDR zum Beispiel, da hat man das Ganze sozialistisch versucht zu lösen und massenhaft Plattenbauten hochgezogen. Und im Westen gab es in den 70ern den Frankfurter Häuserkampf. Also Leute haben protestiert, indem sie Häuser einfach besetzt haben. Und heute kommt jetzt die Enteignung? Ich bin auf dem Weg nach Berlin und will mir die konkreten Forderungen der Initiative anhören. Genau wie in Frankfurt und wie in allen Großstädten und Ballungsräumen explodieren hier gerade die Mieten. Und auch wenn an allen Ecken neu gebaut wird, günstiger wird es dadurch nicht. Wir sind hier, um ein bisschen Lärm zu machen und daran zu erinnern, dass es uns um die Vergesellschaftung geht und dass das der einzige Weg ist, mit dem wir zu langfristig bezahlbaren Mieten für unsere Stadt kommen. Dafür macht doch einmal ein bisschen Lärm. Super krass, dass ihr so früh morgens am Montagmorgen schon hier seid. Wofür macht ihr das? Was wollt ihr erreichen? Wir wollen erreichen, dass erstens mal in Berlin ist super krasser Mietenwahnsinn. Die Mietpreise haben sich zum Teil verdoppelt innerhalb von 10 Jahren. Menschen werden verdrängt und werden immer ärmer. Und deswegen haben wir einen Volksentscheid gestartet, um die großen profitorientierten Immobilienkonzerne zu enteignen. Wie konkret wird es denn funktionieren? Also wie stellt ihr euch das vor? Ganz konkret fordern wir in dem Vergesellschaftungsgesetz und auch in dem Text, der zum Volksentscheid vorgelegt wurde, dass profitorientierte Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden. Das heißt, alle Wohnungen, die dürfen 3.000 Wohnungen behalten. Alles, was darüber hinausgeht, wird in öffentliche Hand übergeführt, also vergesellschaftet und dort zu fairen Mietpreisen vermietet, so dass alle Berlinerinnen und Berliner bezahlbaren Wohnraum haben. Die Initiative hat im Herbst den Volksentscheid gewonnen. 59,1% der Menschen in Berlin haben für die Enteignung der großen Wohnkonzerne gestimmt. Das ist aber nicht rechtlich bindend, also liegt es jetzt an der Politik, ob und wie das überhaupt umgesetzt wird.
Diese Forderung zu enteignen kommt übrigens nicht aus dem Nichts. Das steht tatsächlich im Grundgesetz drin, wusste ich vorher auch nicht. Aber in Artikel 15 steht, man kann enteignen, um zu vergesellschaften. Dazu braucht es aber ein Gesetz und es muss Entschädigung geben. Enteignen, um dann zu vergesellschaften, hört sich für mich radikal an. Und so ganz verstehe ich auch noch nicht, was das in der Realität wirklich bringen würde. Die Idee klingt für mich, ehrlich gesagt, erstmal nach DDR und Sozialismus. Jedem eine Wohnung, vom Staat verwaltet. Die Wohnkrise zu besiegen, war sogar Staatsziel der DDR. Damit wird ein neuer, bedeutender Schritt getan, die Wohnungsfrage bis zum Jahr 1990 als soziales Problem zu lösen. Ich treffe DDR-Historikerin Kerstin Brückweh im Prenzlauer Berg. Hier war früher DDR. Habt ihr vielleicht einen Saft oder ein Wasser oder irgendwas? Was? Ja? Schönen Tag, ja? Dankeschön. Tschüss. Danke. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Wohnung. Wenn ich jetzt in der DDR leben würde, gelebt hätte, wie hätte das dann funktioniert? Dann hätte ich sicher nicht Immo-Scout aufgemacht und geschaut, wo bewerbe ich mich. Also erstmal muss man natürlich noch mal unterscheiden, wann in der DDR, aber grundsätzlich würden Sie einen Antrag stellen und dann würden Sie warten. Und zum Teil halt einfach auch lange, weil Wohnungsknappheit schon auch ein Problem war. Können Sie mir noch mehr darüber erzählen, wie die Situation konkret in der DDR war? Also diese Enteignung, die es gab und wie hat es damals funktioniert, die Wohnpolitik? Also es gab verschiedene Arten der Enteignung oder verschiedene Gründe viel besser. Es gab politisch motivierte Enteignung, wenn jemand wirklich halt nicht systemtreu war an der Stelle. Dann gab es aber ganz viel auch bis zum Mauerbau und auch bis zum Aufstand in den 50ern einfach diejenigen, die geflüchtet sind. Und das Eigentum blieb zurück. Und es wurde dann entweder staatlich verwaltet oder es wurde enteignet. Ein anderer Grund ist noch später, wenn Leute Antrag auf Ausreise, ständige Ausreise gestellt haben. Dann war das meistens verbunden, dass man sie erst vorher sozusagen um diese Enteignung die mehr oder weniger erzwungen hat. Ja, also das sind so die Hauptgründe für Enteignung eigentlich. Es gab noch was anderes, was ich ganz interessant finde. Man hat das auch kalte Enteignung genannt. Das heißt, man hat die Häuser überschuldet. Durch diese geringe Miete konnte die Instandhaltung der Häuser halt nicht gewährleistet werden. Und dann wurde irgendwann gesagt, naja, da muss jetzt mehr investiert werden. Entweder machen das die Privateigentümer, die Privatbesitzer noch. Und wenn nicht, geht es in Staatseigentum über und dann macht es praktisch der Staat. Aber der Staat hat sich auch nicht darum gekümmert. 60% der Häuser in Ostberlin sind damals in Volkseigentum. Vor allem die Altbauten in den Innenstädten verfallen. Undichte Dächer, Toilette auf der Treppe und geheizt wird noch mit Kohlen. In den Fassaden immer noch die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn die DDR enteignet hat und es dann im Staatseigentum war, was hat das dann bedeutet? Eine wichtige Errungenschaft der DDR-Wohnpolitik waren halt die niedrigen Mieten. Also die auch ganz bewusst niedrig gehalten wurden. Das wirklich als elementarer Punkt an der Stelle, dass jeder auch wusste, sozusagen, das Wohnen ist gesichert. Darum muss man an der Stelle nicht bangen. Und damit einherging aber auch, also nicht, dass man bei jeder Kleinigkeit dann die Wohnverwaltung angerufen hat und die kümmert sich dann schon um jede kleine kaputte Sache in der Wohnung, sondern dass man an der Stelle durchaus auch selber was getan hat. Niedrige Mieten, klar, aber allen war ja auch bewusst, dass das nicht reicht, um das instand zu halten. Heute sind im Prenzlauer Berg die Häuser wieder in Privatbesitz. Top saniert, schöne Fassaden und richtig teuer. Viele ursprüngliche BewohnerInnen der Häuser sind längst verdrängt, das Viertel gentrifiziert. In der DDR hat das Konzept Volkseigentum nicht wirklich gut funktioniert. Das zeigen die verfallenen Häuser. Aber klar, das lässt sich nicht einfach alles so aufs Heute übertragen. Aber es wirft schon eine ziemlich wichtige Frage auf, nämlich, was passiert denn nach der Enteignung? Wie wird Wohnraum dann verwaltet?
Danke. Dazu treffe ich mich nochmal mit den Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Hallo, hi. Danke, dass es klappt. Dankeschön. Ja, voll gut. Habt ihr so einen Schlüsselmoment gehabt, wo ihr gesagt habt, yes, Enteignung, das hat mich überzeugt oder das funktioniert auch als Konzept? Weil ich finde, es ist schon eine krasse, auch vielleicht eine utopische Forderung und auf jeden Fall eine radikale Forderung. Ich empfinde das als überhaupt nicht radikal. Dieses Radikalitätsargument, das hört man so oft ja auch tatsächlich. Ne? Aber wie gesagt, es werden ständig Menschen enteignet, wenn es darum geht, eine Autobahn zu bauen. Als es in NRW losging mit RWE und dem Wald, wie viele Menschen sind denn enteignet worden? Wie viele Häuser sind versetzt worden zugunsten einer großen Firma? Und das alles mit PolitikerInnen Hand in Hand. Und das Ganze nicht mal umgekehrt zu machen, sagen, take back the city und wir geben den Menschen jetzt ihr Recht auf Wohnen zurück. So ein Grundbedürfnis. Was müssen wir denn dafür tun? Es geht nicht darum zu sagen, böse Immobilienkonzerne, wir nehmen euch jetzt alles weg. Es geht darum zu sagen, die gesamte Berliner Bevölkerung ist einfach in einer Notlage. Und in einer Notlage haben PolitikerInnen dieses Mittel der Vergesellschaftung, um zu sagen, okay, es funktioniert nicht auf dem freien Markt, es funktioniert nicht mit der Privatwirtschaft. Wir nehmen das in die öffentliche Hand und verwalten das zum Wohle der Allgemeinheit. Dazu sollte Eigentum dienen. Was passiert denn nach der Enteignung? Also wem wollt es geben? Wie soll es verwaltet werden? Was passiert danach? Diese Wohnungen werden dann in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt. Das heißt, Besitzer wären offiziell das Land Berlin, aber die Anstalt öffentlichen Rechts ermöglicht, dass quasi die Zivilbevölkerung Teil der Entscheidungsprozesse ist und mitentscheidet, wie verwaltet werden soll. Dass quasi die Menschen, die in den Häusern wohnen, entscheiden, was mit den Häusern gemacht wird, wie die saniert werden, wie hoch die Mieten sind und so weiter. Womit garantiert ihr, dass diese Verwaltung dann besser klappt als eine privatwirtschaftliche? Ehrlich gesagt, ich glaube, es kann gar nicht schlimmer sein als jetzt. Die Leute werden aus ihren Wohnungen geekelt, die Leute werden aus ihren Wohnungen geschmissen, die Leute haben zum Teil im Winter monatelang keine Heizung, die haben keine Fahrstühle. Es geht wirklich um so grundlegende Sachen wie Heizung funktioniert, Fahrstuhl ist nicht kaputt und es tropft nicht aus dem Dach. Und um diese Entscheidungen geht's. Und da ist einfach eine Profitorientierung eine Katastrophe und jeder macht das besser als die Privatwirtschaft jetzt. Diese Vorwürfe würde ich auch gerne mit der Deutsche Wohnen besprechen. Guck, hier ist das Büro von der Deutsche Wohnen. Die haben wir natürlich auch angefragt für diesen Film, die wollten aber nicht mit uns reden, leider. Zum Beispiel um solche Wohnungen geht es. Die Hufeisensiedlung in Neukölln gehört heute der Deutsche Wohnen. 1925 wurde sie von einer gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft gebaut, als Vorzeigeprojekt für den sozialen Wohnungsbau. In den 90er Jahren wurde die Gesellschaft dann privatisiert. Diese Privatisierung der großen Wohnungsunternehmen in den 90ern, die hat uns eigentlich erst in die Situation heute gebracht. Immer teurere Mieten, Wohnraum als Spekulationsobjekt. Und das alles könnte durch eine Vergesellschaftung gestoppt, sogar umgedreht werden? Krass, dass sowas im Grundgesetz steht, obwohl der Artikel 15 auch noch nie angewandt wurde. Wie ist das zustande gekommen? Wie kommt es, dass wir so einen Artikel im Grundgesetz haben? Das ist historisch gewachsen. Das war noch nicht in der Paulskirchenverfassung, es war aber sehr wohl in der Weimarer Reichsverfassung. Und das ist, sagen wir mal, ein politischer Kompromiss. Also es ist tatsächlich auch bis heute so ein Grundsatz, dass das Grundgesetz, was wir heute haben, wirtschaftspolitisch neutral ist. Also das Grundgesetz sagt nicht, wir müssen eine kapitalistische Eigentumsverfassung haben. Das ist so nicht drin, sondern das sagt, wenn andere Wirtschaftswege ausprobiert werden sollen, dann ist das Grundgesetz hier im Prinzip dafür offen. Sowas kann möglich sein. Und das war in Weimar, also anno 1919, war das natürlich sehr wichtig, weil das war natürlich eine Forderung der
was weiß ich, der Sozialisten, der Kommunistischen und so weiter. Also um sozusagen alle Kräfte der Weimarer Republik an einen Tisch zu bekommen, war es nötig, solche Forderungen in die Weimarer Reichsverfassung reinzuschreiben. Und ein bisschen was davon, von diesem Kompromisscharakter, ist aber eben auch im Grundgesetz noch angekommen. Glauben Sie, das wird passieren? Also wir haben die Verfassung lange, theoretisch steht es drin. Glauben Sie, wir haben bald mal ein praktisches Beispiel davon? Also ich halte es letztlich für unwahrscheinlich, weil der entscheidende Punkt letztlich diese wirtschaftliche Frage ist. Muss entschädigt werden und wenn ja, wie hoch muss entschädigt werden? Und wenn die Entschädigung letztlich so ähnlich läuft wie bei einer normalen Enteignung, dann kann das nicht einfach so ganz billig entschädigt werden, sondern dann muss schon, sagen wir mal, eine Abwägung zwischen den Interessen der rechtsverlierenden Partei, also hier der privaten Wohnungsunternehmen, die enteignet oder die vergesellschaftet werden sollen, und der Allgemeinheit stattfinden. Vergesellschaftung ist also theoretisch möglich, wurde aber noch nie angewandt und man müsste gut abwägen, ob es das beste Mittel wäre. Denn praktisch ist unsere wirtschaftliche Realität ja eine andere. Wir leben im Kapitalismus, der Wohnungsmarkt ist zu großem Teil in privatwirtschaftlicher Hand. Der Markt soll alles regeln. Aber mal angenommen, wenn jetzt Enteignungen kommen, was würde das dann für diese großen Wohnungsunternehmen bedeuten? Die GWH ist ein solches Unternehmen im Land Hessen. Sie haben über 50.000 Wohnungen hier. Stefan Bürger ist ihr Vorsitzender. Empfinden Sie das als konkrete Bedrohung gerade? Nein, das empfinde ich nicht als konkrete Bedrohung, weil das würde bedeuten, dass der Eigentümer in den Grundbüchern umgeschrieben würde, eine große Schadensersatzzahlung zu leisten wäre und nicht eine Wohnung nachher mehr vorhanden wäre als vorher. Es wäre im Grunde nichts anderes als ein ordnungsrechtliches Verändern mit ganz zweifelhaftem Ergebnis. Man könnte jetzt auch argumentieren, okay, Wohnen ist ein Grundrecht und Sie verdienen damit Geld. Sie haben Aktionäre und ich zahle meine Miete und Sie verdienen damit Geld. Ist das fair? Ja, absolut ist das fair. Machen Sie Rewe einen Vorwurf dafür, dass Sie ihnen jeden Tag die Ernährung mit nach Hause bringen? Also machen Sie jemandem einen Vorwurf, der mit all dem, was unser natürliches Tun ist, Ihr Krankenhaus wird privatwirtschaftlich betrieben. Ihr Zahnarzt lebt davon, dass er Ihre Zähne macht. Das sind alles natürliche, notwendige, zwingend erforderliche gesellschaftliche Aufgaben. Und sie funktionieren deswegen gut, weil sie einen ökonomischen Impetus haben. Immer dann, wenn Sie das Interesse haben, einen Vorteil zu erarbeiten für den Kunden, für das Unternehmen und für die Mitarbeiter, dann geht etwas los, was Dynamik heißt. Dann kämpfe ich um Qualität. Und ich stelle die Umkehrschlussfrage, wo hat denn öffentlich gemanagtes Wertegut, ob Straßenbau ist, ob es der Bau von Flughäfen ist, von allen möglichen, den Gegenbeweis angetreten, dass das der effizientere Weg wäre, mit Vermögenswerten umzugehen. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. So funktioniert ja unser ganzes Wirtschaftssystem. Aber das ökonomische Interesse liegt eben nicht nur in der Versorgung mit Wohnraum, sondern oft genug am Maximalprofit. Und es entstehen zwar neue Wohnungen, aber die sind so teuer, dass sich das nur wenige leisten können, wie hier im Europaviertel. Das hier ist der höchste Wohnturm in ganz Deutschland. Und da ganz oben drin wird eine Wohnung verkauft für 9 Millionen Euro. Und während hier fleißig neu gebaut wird, stehen gleichzeitig viele Wohnungen leer. Nicht nur im Europaviertel, überall in Frankfurt. Sieghard Pawlik dokumentiert diesen Leerstand. Was denken Sie, wie lange steht das schon leer? Ich würde mal auch in Richtung 5 bis 10 Jahre leer stehen. Hier müsste ja dann auch irgendwo der Eingang sein. Ja, Sie sehen, nach meiner Überzeugung gehört das hier alles mit dazu. Ich zeige Ihnen mal einfach. Ach, das ist Ihre Karte bei Das Ihnen. sind nicht alle, die ich erfasst. Das sind alles Leerstände in Frankfurt. Das sind alles Häuser, die ganz oder teilweise leer stehen. Das hier ist der Kern Frankfurts. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn jetzt hier in Frankfurt an Leerstand? Also ich habe mit der Hilfe vieler Bürgerinnen und Bürger in der Stadt 2.500 leerstehende Wohnungen erfasst. Das ist aber nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl.
Ich schätze, dass in Frankfurt mindestens 10.000 Wohnungen leer stehen. Krass. Ganz ehrlich, wäre es dann nicht hier angebracht zu enteignen? Im Grundgesetz steht ja auch das Eigentum verpflichtet. Da kann man doch nicht so viel Wohnraum einfach ungenutzt stehen lassen. In den 70ern war das in Frankfurt schon mal so. Im Westend standen schicke Gründerzeitvillen leer. Die Eigentümer wollten sie abreißen und Bürotürme bauen. Studierende besetzten die Häuser, um gegen ihren Abriss und die Spekulation mit den Grundstücken zu protestieren. Keine neuen Bürotürme, Wohnraum denen, die ihn brauchen. Auch damals das Thema. Und zur Not auch mit Gewalt und gegen das Gesetz. Der Frankfurter Häuserkampf, das war tatsächlich ein Kampf ums Wohnen. Auch in der Bockenheimer Landstraße 93. Das Haus steht noch, auch das ist den BesetzerInnen zu verdanken. Heute könnten sie sich die Miete aber auch nicht leisten. Aus Italien nach Deutschland gekommen, besetzte Anfang der 70er Jahre hier auch Lelia Flora Göppner mit ihrer Tochter Sarah das Haus. Wo genau haben Sie denn hier gewohnt? Direkt hier, diese zwei. Die zwei Fenster. Fenster. Ich kann mir das gar nicht gut vorstellen. Wie war denn die Stimmung so in so einem besetzten Haus? Was hat das bedeutet, hier zu wohnen? Also als wir eingezogen sind, war ich so um die 5. Und als wir dann ausgezogen sind, war ich Ende 8, sowas. Und die Stimmung, also genau zur politischen Stimmung kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer eben, dass es Demonstrationen gab und ich leider auch viel so Sachen erlebt habe, wo wirklich Gewalt auch war mit Wasserwerfer und Knüppel. Aber die Stimmung im Haus, ich habe das irgendwie als wie so eine große Familie erlebt. Also ich fand es zum Teil sehr schön, also toll, spannend. Ich hatte viele, ich sag Bezugspersonen, so haben wir das irgendwie damals genannt. Meine Mutter war ja alleinerziehend, hat auch doch recht viel gearbeitet und dann war halt immer irgendjemand da. Und das hat mir gefallen. Aber wie war das hier im ganzen Westend? Im Westend war das, es gab mehrere Häuser, die meiner Ansicht nach, das war die Politik, die dann, das sieht man jetzt, man braucht nur sich umzugucken. Viele von diesen wunderschönen Häusern sind kaputt gegangen, gemacht worden, sind abgerissen worden und das sind neue, schreckliche Häuser entstanden. Geld. Die Thematik hat sich nicht geändert, das ist heute noch genauso. Also war auch eine Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden, damals schon eine Motivation oder war es eher politisch? Als Ausländer war man wirklich nicht so locker in der Lage, irgendwas zu bekommen. Bezahlbar natürlich. Aber meine Hauptmotivation war definitiv die politische Motivation. Der Protest. Ja. Heute gibt es ja wieder radikale Ideen, die zum Beispiel Wohnen gerechter regeln sollen, geringere Mieten, mehr Platz für die Leute. Zum Beispiel durch diese Forderung, große kapitalistisch orientierte Wohnkonzerne einfach zu enteignen und die Mieten wieder günstiger zu machen und so weiter. Wenn Sie sowas hören, denken Sie dann so, wie wir damals? Oder was halten Sie von sowas? Damals hatten wir solche Ideen noch nicht, aber ich finde die Idee gar nicht so schrecklich falsch. Gerade zu dieser Zeit, in der immer mehr Kapitalisten gibt, ja, immer mehr Leute, die nur durch das Erben unendlich viel Geld haben. Wenn ich so viel Geld habe, dann habe ich ja auch was davor zu leisten. Und wenn ich nicht leiste, dann habe ich überhaupt nicht das Recht, dieses Kapital für mich zu behalten. Also das wäre schon meine Idee, aber und ich finde, man muss nicht nur an große Konzerne, auch an solche Privatleute, die einfach sich eine Wohnung nach der anderen kaufen, nur um zu spekulieren. Und es gibt Leute in Frankfurt, die keine Wohnungen kriegen, weil sie nicht bezahlen können. Die konnten sie natürlich haben, aber die verlangen solche horrende Miete, dass die Leute das nicht bezahlen können. Das ist eine Sauerei. Das kann ruhig drinnen bleiben. Diese horrenden Mieten, die begegnen mir auf meiner Wohnungssuche auch. Quadratmeterpreise von 15 Euro, 20 Euro oder noch mehr. Wer kann denn mehr als die Hälfte seines Nettoeinkommens für Wohnen ausgeben?
In einem Hausprojekt im Bahnhofsviertel geht es anders. Das Nika war mal ein Bürogebäude, heute wohnen hier auf allen Etagen Menschen. Solidarisch, miteinander und günstig. Hallo. Hi, Lisa. Hallo, Sophia. Komm rein. Dankeschön. Hi. Hi. Hallo. Ach, cool. Das ist jetzt... Genau, kommt jetzt mal rein. Gemeinschaftsetage. Ah, okay, cool. Oh, schön. Das ist der Gemeinschaftsraum, da treffen wir uns auch, wenn wir Sachen zu besprechen haben. Oder ansonsten wird er auch genutzt, wenn Leute irgendwie kochen wollen oder wenn Leute arbeiten wollen. Daneben ist noch so ein kleinerer Raum, wo wir auch unsere Bürosachen haben und dann noch 2 Bäder. Wie viele seid ihr hier? Jetzt wohnen wir hier eben mit 42 Leuten. Wir haben 6 Wohnetagen, also unten drunter, da wohnen jeweils 7 Leute drin, entweder in so großen WGs oder auch in kleineren Wohnungen von 3 und 4 Personen. Und dann haben wir eben hier oben diese Gemeinschaftsetage und unten im Erdgeschoss, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ist nochmal öffentliche Nutzung. Und ich habe gehört, ihr habt eine coole Dachterrasse. Die Stadt Frankfurt hat den Kauf des Hauses gefördert. Die Gruppe hatte sich mit ihrem Konzept darauf beworben. Jetzt gehört es der Initiative Kollektiv. Leisten konnten sie sich den Kauf durch viele kleine Direktkredite von Privatleuten. Wie viel zahlt ihr hier an Miete? Also wir zahlen pro Quadratmeter kalt 8,20 € und das heißt für so ein WG-Zimmer, also bei uns haben alle Zimmer dieselbe Größe, sind alle 17,5 Quadratmeter groß, zahlt man warm 410 € und kalt 290 ungefähr. Könnt ihr mir euer Konzept erklären? Also was genau habt ihr hier auf die Beine gestellt? Man kann sagen, dass wir gleichzeitig die VermieterInnen und die MieterInnen sind, weil alle haben einen Mietvertrag und zahlen Miete und wir sind sozusagen nur über diesen Umweg, dass wir Mitglieder im Verein sind, praktisch Besitzende, aber eigentlich ist es die GmbH. Was auch bedeutet, dass jetzt niemand persönlich irgendeinen Anteil an diesem Haus besitzt und den dann auch wieder verkaufen könnte oder so. Das ist vom Grundprinzip her ausgeschlossen. Und dadurch, dass euch das dann allen gehört, das Haus, könnt ihr auch die Miete sozusagen so garantieren, oder wie? Also das Ziel eigentlich von Syndikatsprojekten ist ja langfristig Wohnraum zu entprivatisieren. Und bei uns ist ja so, die Miete steht fest, die Miete verändert sich nicht, die wird auch in der Zukunft nicht steigen. Das heißt, wir schaffen es eigentlich über dieses Haus, 42 Personen in der Innenstadt von Frankfurt eigentlich langfristig irgendwie gute und günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und uns ist schon wichtig, also bei uns ist ja so, jede Person hat eben ein Zimmer und es geht schon darum, dass so viele Leute wie möglich hier gut leben können. Also wir wollen zum Beispiel vermeiden, dass eine Person, weil sie jetzt ein gutes Nettoeinkommen hat, sich 3 Zimmer mietet. Also es geht durchaus darum, in so einem gemeinschaftlichen Anspruch, das Zusammenleben zu organisieren und solidarisch auch miteinander zu wirtschaften irgendwie. Und, ja, wobei man dazu sagen muss, dass es auch eine sehr voraussetzungsvolle Organisationsform ist, weil wir ja alles hier selber machen. Und so ein Projekt besteht auch daraus, dass es immer Leute geben muss, die viel Zeit haben. Und nicht alle Leute können das und das ist auch nicht sozusagen, das wäre nicht die Lösung, das als sozusagen, so sollten jetzt alle wohnen, weil das einfach nicht die Realitäten in so einer Gesellschaft widerspiegelt. Im Prinzip ist das Nika dann ja sogar ein Beispiel für eine Vergesellschaftung im ganz Kleinen. Der Wohnraum für 42 Menschen ist nicht mehr in privater Hand, sondern Gemeingut der Gruppe. Aber nicht durch eine Enteignung, sondern einfach durch den gemeinschaftlichen Kauf. In den 70ern, im Häuserkampf, hätte man das Haus wohl einfach besetzt. Aber wenn Wohnraum Gemeingut ist, auf kleiner oder großer Ebene, muss auch die Verantwortlichkeit gut geklärt sein. Eigentum verpflichtet, auch den Staat. Ich habe mich am Anfang der Recherche gefragt, kann Enteignung die Wohnkrise lösen oder nicht? Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe Zweifel daran, ob Wohnungen in öffentlicher Hand wirklich besser verwaltet werden. In der DDR hat es jedenfalls nicht so gut geklappt. Aber so wie die in Berlin das fordern, wurde das auch noch nie ausprobiert. Und sie haben die Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen von ihrer Idee überzeugt und eine riesen Diskussion ausgelöst. Ich bin echt gespannt, ob die Enteignung in Berlin klappen wird. Denn so wie es jetzt ist, kann es auch nicht weitergehen.